So, da ist der Keller. Ich bin übrigens echt gespannt, ob wir hier noch was Cooles drin finden. Mit unserem guten Empathieblock. Achso, das da unten ist die Tür. Ich hoffe, wir brauchen... Oranger Schimmel überzieht so einen umgekippten Tisch. Darunter bewegt sich etwas. Ach, guck mal, Kim steht schon da unten. Das ist ja schön. Two rusty metal plates that slide apart form a crude door. It's been here under the boardwalk for a while. Ha, sie befinden sich schon ziemlich lange. Wer da? What do you mean, who's there? It's me, Kim. Stop playing around and help me get the door open. Ich könnte die Tür einfach nicht aufmachen, ne? Du schiebst die Türen auf. Das geht einfach so? Schon ein bisschen bunkerartig, die Tür, ne? The doors seem to be on rails, but they've gotten jammed. You grab a side and put some strength into prying it open. With the help of your partner, the two metal panels slide open with a creak. Ah ja, mit der Hilfe meines Partners geht's mit einem Quietschen. I hope no one dangerous heard that. Niemand gefährlich hat das gehört. Yes. Time to investigate these passages. Let's move quietly and not make more sound. Ah ja, Zeit, feuchtig zu sein. Gehen wir leise vorm Handgeräusch. Running is a great way to do that. Nicht zu rennen wäre eine gute Methode, das zu machen. Oh, nicht rennen. Oh, ne, da hinten ist noch ein Rohr. In dem Wagen liegen alte Aktenordner. Auf den Dokumenten glänzt silbrig der Schimmel. Hast du doch so eine grüne Checks, das wird jetzt alles Geld bringen. Ich hab das Perk halt nicht mehr, ne? Mehrere dicke und staubige Glasscheiben. Was haben wir hier noch Schönes? Geld? Nein! Eine intersoläre Anzugsjacke. Plus 1 Suggestion. Wo habe ich schon Kleidung, die Suggestion bringt? Ja, leider schon. Aber der macht immer nicht minus Zwielicht. Und wir haben jetzt beinahe das... Haben wir nicht irgendwo noch intersoläre Schuhe gefunden? Dann haben wir bald das intersoläre Set voll. Ob es hier noch einen dritten Eingang gibt? Im Lichtkegel der Taschenlampe kommt ein Spalt in der Mauer zum Vorschein. Um Bett und Dings. Kommen wir dann wieder rein? Ah, gut. Ach so, gut, dass wir die Taschenlampe... Ach, guck mal, da hinten sieht es aus, als... Ach, das ist bestimmt der Bunkereingang, oder? Muffiger Stochgeruch in der Staub. Hier hat seit Monaten, vielleicht seit Jahren, niemand geschlafen. Eine Revolutionärsmütze auf masovianische Sozioökonomie. Das ist ja schön. Die Tassen und Teller sind voller Staub und Spinnenweben. Oh, ich kann mit Krass Maß noch wieder reden. Revolutionäre Propagandamaterialien auf dem Stockbett, uralte Flugblätter und Broschüren. Der Marxistenbunker? Ein bisschen, ne? Genau dieser Sichttisch hast du offen draußen gesehen. A mustachioed and mutton-chopped man, amateurishly depicted, gazes at you with sad eyes. The plaque reads, K. Mazov. There is a spiderweb in the lower left corner of the portrait. In der linken unteren Ecke des Porträts hängt eine Spinne zwischen den Staub vom Porträt. Years worth of dust is shaken off. The full head of hair, matched by an ample moustache and sideburns, look a bit silly. Der komplette Haarstoff bekommt dazu mit üppigen Schnurrbart und Koteletten sieht albern aus. Someone crouches, heels digging into wet sand. Hands sweep across the sand. Grains stick into the frayed skin of the fingertips. An old man sits on a slab of concrete and taps his fingers against the glass of a scope. You shudder. Alter, man sitzt auf dem Betonplatten, tippt mit den Fingern gegen das Glas eines Suchers. Jetzt läuft der eiskalt den Rücken herunter. Sehen Sie, Kim, es ist Genosse Mazov. Yes, I can see that. Looks like some communists were hiding out here. They left a long time ago. Das ist in der Tat schon lange The her. lieutenant does not seem to share your enthusiasm. Der Lieutenant scheint Enthusiasmus nicht zu teilen. Das wäre ein absolutes Rätsel in diesem Marxismus. Was hat das mit all den geheimen Waffenstecken im Bunker auf sich? Statt sich hier einzuhängen, gemütlich, könnte das einem Mazov-Büste zutrauen, die wir im Studentenzimmer gefunden haben? Millions of depictions of Mazov have been produced. They're not all connected. Besides, that looked like some student. The youths always go for this kind of stuff. Die jungen Leute fahren drauf ab. Hier stehen vor allem noch Bücher rum. Schon lange? Wie lange? Half a century. This was probably part of the network of defense posts the communards built against the amphibious landing. Wie auch immer sie eigentlich einen Bunker in das vorhandene Gebäude eingebaut haben, ne? I think the purpose of this bunker was to produce propaganda. It would have had radio equipment back then, but that's all been looted. Ach stimmt, Feld Electric hat ja die Funkcomputer. Dass das hier die Propagandazentrale war, würde ja durchaus da versprechen, oder? Das heißt, auf jeden Fall, ja gut, das wissen wir ja schon. We have found a lot of those lately. I guess what most people think of as history tends to linger in rundown neighborhoods. Martinez being what it is, no one has gone through the trouble of cleaning out the old bunkers.
Ja, das ist eigentlich eine schöne Beobachtung, Kim, oder? Dass das alles, was man als Geschichte betrachtet, in sehr heruntergekommenen Stadtteilen durchaus noch sehr präsent ist. Und das hat sich einfach keiner die Mühe gemacht. Good hiding place for someone who's up to no good. Das sollte ich hier einzeigen, wirkt gemütlich. I won't stand in your way, but only after we're through with this case. Das bin ich im Weg. Könnte jemand kürzlich vorbeigekommen sein? You mean like Ruby? No, I think we've stumbled on a piece of history. Er sieht sich den Staub an. Okay, wir haben ein Stück Geschichte entdeckt. Oh, krass, Massow. Warum kann ich damit noch interagieren? Oh, ich bin gerade... Nein, Could ich bin this have been the killer's hideout? And this narrow window, the point of origin of the shot that killed the mercenary? Aus diesem kleinen Loch rausgeschossen? Du spielst hinaus? Outside the window, desolation. Snow falls softly onto the coastal sand, where it melts almost instantly. On rooftops, it lingers. Der Schnee bleibt ein bisschen auf dem Dach liegen. Draußen Trostlosigkeit. Wenn es hier ein Kim, könnte der Mörder hier das Versteck benutzt haben? It's a great place to hide. And Masovianism and murder are certainly not mutually exclusive. But there hasn't been anyone here in ages. Das zum Verstecken masovianischer Mord schließt sich nicht aus. Ich kann das Wurlingewächs von hier aus nicht sehen. Der Schuss kam nicht von hier. Schließt das Thema ab. No one could get a clear view. Well, at least we've been thorough. I like thorough. Ja, wir waren immerhin gründlich. Ich mag In gründlich. fact, I think we're done with this bunker. After you, officer. Wir sind mit dem Bunker fertig. Oh, ich soll aufhören zu rennen. Nicht, dass hier mich noch jemand hört. Das ist natürlich die Frage, wann ist der Check mit dem Rennen, ne? Ich bin ja schon am Anfang gerannt, ne? Das ist wahrscheinlich schon lange zu spät. Liegen da hinten schon wieder Leichen. Das Stiefel im Sand. Einer so scheint abgenutzt zu sein als die andere. Oh oh. Ich glaube, wir nähern uns hier was Großen, oder? Etwas liegt in der Luft. Ein unnatürliches Brummen. Der Tunnel ist eingestürzt. Du musst einen anderen Weg finden. Ja, ich ahne ja, wie Schlimmstes, ne? Sucher, Aggressivfernrohr. Ja, ich ahnte das schon. Das ist irgendwie komisch, die Übersetzung. Oh. Das Brummen wird lauter. Aber das einen Unterschied macht, ob ich nachts There it is herkomme? again, like a swarm of hornets buzzing under your scalp. A strange tingling you can almost smell. Ein komisches Kriechen, das ich beinahe spüren kann? No. What do you mean? Eine Art Schmerz, ein I Kribbeln. don't feel it, but we should still be careful. There were footprints back there, and I'm pretty sure they were fresh. Er spürt gar nichts. Der Kim ist nicht so empfindlich dafür. No, but you are the sensitive one. Hey, wir sind It's feinfühlig. not a quib. The situation is dangerous. Ich habe ja auch gesehen. Fußabdrücke werden die rechte Sohle abgenutzt. Looks like our suspect. If she's in here, we need to plan our next step carefully. Ja, soll ich vielleicht die Waffe in die Hand nehmen? Oder halt doch gerade nicht. Once we detain a credible suspect, who knows what the Union and the Wild Pines will do? We'll set in motion events we have no control over. Wenn Geschehnisse in You will upset the balance of power in Martinez. The deadlock between the company and the Union will destabilize. Das destabilisiert das Verhältnis zwischen den Firmen und Dings. This Ja. part of town is a fine clockwork puzzle. Disturb its peace and it will start breaking down uncontrollably. Das ist der Hinweis, wenn du reingehst, gibt es kein Zurück mehr, mach also alles fertig. Keep calm. Go over the whole situation in detail. Wir haben herausgefunden, was Eva plant, den Hafen zu übernehmen. Vielleicht sollten wir Joyce davon erzählen, aber konnte ich ja I nicht. leave that to your judgment. You already know what I think about cross-pollinating information like this. It's dangerous, but... Es ist gefährlich. Informationskreuzbesteuerung. He just can't be sure. Maybe it will yield something useful. Was denken Sie, wie schlimm es kommen könnte? Well, we are not responsible for what we can't predict, are we? I don't think the entire city will be razed to the ground. Er lächelt in die Dunkelheit. If you can't predict it, there's nothing you could have done. Wenn man es nicht vorhersehen kann, kann man nichts tun. Was glauben Sie, was dort I noch think I wartet? see a cavern. Maybe more cellars? I think we've been careful enough. We still have the element of surprise. Wir haben noch was I sagen. wouldn't be Moment. so sure. You haven't exactly been sneaking. Wir waren nicht besonders leise. Or maybe not. Either way, once we go deeper, there will be no turning back. Zeig mal schnell deine Quest. Das ist die Frage. Ich habe nicht mehr so viel, aber ich müsste noch eine Mordwaffe finden. Ich müsste irgendwie noch die Figur loswerden. Ich habe keine Ahnung wo. Das wäre Reichding mit der Stadt. Oder das habe ich gerade überlegt, nochmal zurückzuholen. Ich kann mit Joyce halt noch reden, ne? Und auf der Insel nach Schmauchspuren gefunden kann ich anscheinend auch noch machen. Aber angeblich konnte ich das ja bis jetzt noch nicht machen. Oder geht es jetzt? Passt?
Dies könnte der Gewerkschaft kryptozoologischen Achso, meine Gewerkschaft um kryptozoologischen Aktivitäten einsetzen. Die kannst du alle machen, wenn du hier durch bist. Ja, die Frage ist bloß, ich kann Joyce noch was erzählen. Warte mal mit. Wir können das ja ganz einfach machen. Ich kann ja mal kurz... Das Spiel ist noch nicht vorbei. Ja, so Point of No Return Ding ist immer schwierig. Ich renne mal kurz nochmal zu Joyce runter. Wenn da nichts ist, kann ich einfach laden, dann bin ich wieder genau da, wo ich gerade war. Joyce geht auch nachher? Okay, gut. Dann legen wir los, würde ich sagen. Ich bereue alles. Aber ich leg, glaube ich, mal meine gute Waffe in die Hand, ne? In düsteren Zeiten ein wertvoller Begleiter. Ich habe genau 2 Kugeln. Kann ich die irgendwie laden? Ist Harry eigentlich Rechts- oder Linkshänder? Aha. Oh. Irgendwas stimmt hier nicht. Oh, da hinten sind lauter Bilder. Und eine hängende Leiche? Oh, das gefällt mir gar nicht. Winteranorak, Beherrschung und Schauder. Oder ist hier noch mehr? Ein unter Staub versunkenes Betonrohr. Ein Winteranorak? Unter der Polarlicht ein Geschenk von La Revachulière? Was? Geschenk von La Revachulière? Was? Und die Geschichten von Polyvinyl und künstlichen Schafsfell machen diesen Mantel zum idealen Begleiter für eine Zugschlittenfahrt durch verschneite Ebenen. Irgendwie wusstest du, dass er im Untergrund in einer versunkenen Rohrleitung auf dich warten würde. Und du hast ihn gefunden. Als ob die Stadt ihn dir geschenkt hätte, um dich zu beschützen. Beherrschung und Schauder. New follower detected. Oh, ein Follow von einem Alligator. Danke dafür. Beherrschung und Schauder ist wahrscheinlich gerade für den Moment besser als Korpsgeist und Schauder, oder? Leg das Ding auch mal an hier. Der gute Wintermann. Der sieht jetzt natürlich nicht ganz so... Obwohl, so sehen wir natürlich wesentlich bulliger aus, ne? Was macht das Ding hier? Das macht minus Autorität. Ich weiß nicht, vielleicht brauche ich jetzt gleich mal Autorität. Da sollte ich vielleicht mal kurz noch überlegen, ob ich nicht irgendwie, weiß ich nicht, das Pommes-Dings anziehe. Habe ich nicht irgendwie noch mein... Ich bin gerade durch YouTube auf dich gestoßen. Das ist doch schön. Das passiert außerordentlich selten. Das kann ich mir quasi im Kalender anstreichen. Trotzdem ist jetzt die große Überlegung. Was ziehen wir als Oberteil an? Das ist das gute alte Wrack, das Hemd, was Harry ganz am Anfang schon hatte? Konzeptbildung, Suggestion. Ach ja, willkommen. Ich bin wieder so unhöflich. Ich glaube, ich behalte es einfach beim komischen Netzdingsbums, einfach nur, weil es Schauspielkunst bringt. Und das vielleicht noch relevant werden könnte, weil Logik braucht ja keine Sau, oder? Durch den Esel-Let's Play. Ja, das machen die meisten. Das Esel-Let's Play ist mal der große Brecher. Das lockt sie alle an. Suddenly, your entire body is paralyzed. Aggressive white noise fills your skull. A strange pain, like you've never felt before. Through the static, you hear a woman's voice. Cool. Ruby die Anstifterin. Also ich bin nicht durch ein Niederton-Dingsbums gelähmt. It's like 1,000 radio stations are being blasted into your head all at once. But her words are the only ones you can make out. Die Worte sind alles, was du verstehen kannst. I know you're feeling pretty uncomfortable right now. Don't move too much or fight it. That'll just make it worse. Sagt die schattenhafte Gestalt neben dem Gerät. Also ich soll mich nicht so viel dagegen kämpfen. Das ist ja super. Can't say it's a pleasure, officer. I was really hoping not to make your acquaintance. But here we are. Aha. Also sie hat sehr gehofft, uns nicht zu treffen, aber jetzt hat sie uns getroffen. Aber warum hängen hier so Gemälde rum? Oder sind das so wie Tonplatten? As she says the word officer, you feel a spike in the agony. It sounds like the entire radio frequency range is screaming directly into your neural pathways. Die ganze Frequenzbereich direkt in meinen Dingsbums, ich mache nichts. Na, sie hat gesagt, nicht dagegen ankämpfen, das macht es nur schlimmer. Das ist die Frage, war das eine Lüge? Auf der anderen Seite ist es wahrscheinlich infraschallend, da bringt es wahrscheinlich überhaupt nichts, die Ohren zuzuhalten. Du hältst sie nicht zu? That's an awful decision. Why would you not want to shield yourself from it? It's an entirely new type of experience. Way worse than all the previous ones. Schlimmer als alle davor. Don't focus on the pain. Focus on doing your job. Tell her she's under arrest. Denken hier eine Schmerzen an die Arbeit. Sie sind festgenommen. Really now? Check this out. Sie dreht ein Rädchen in ihrer Hand. Ich glaube, ich muss gleich mal Heal benutzen. You're overwhelmed with a new surge of violent static. It feels like a blood vessel exploded in your brain. Was passiert mit mir? I'm using a pale latitude compressor. You and your partner have been caught in its field. Ein Graudistanz-Kompressor?
The explosion of static you're hearing is the ULAN frequency. Ein Graudistanz-Kompressor. Können wir das Wissen irgendwie verwenden? Das ist die ULAN-Frequenz? Blasted from that pale emitter that Angus mentioned. Ausgeht von den Grausendern, der dicke Endlos erwähnt. Ach ja, der Grausender. Das ist ja. Das ist eines der Geräte, gegen mich ein, mit dem man Signal durch das Grau schickt. Sagst nicht, versuch die. Ich habe gleich gesehen, das ist die ULAN-Frequenz. Saw my equations? You've been sniffing through my lorry, right? I expected as much. I am a bit surprised you knew what you were looking at. Also sie hat damit gerechnet, dass wir einen LKW durchsuchen. Das ist irgendwie auch anscheinend sauer deswegen, wo das ja genau unser Job ist. Aber, ich kann mich wieder einblenden, hier passiert glaube ich nichts mehr. Aber sie ist überrascht, dass wir was damit anfangen konnten. Aber das ist ein Stück Wordbuilding, was wir vorher gar nicht hatten, ne? Also man kann Funksignal durch das Grau wahrscheinlich wesentlich weiter schicken, als man reisen kann. Oder schneller. Und das geht aber nicht immer. Dafür braucht man einen Grausender. A pale latitude compressor is used to sort of make the pale more manageable. With a lot of these, you can force a radio signal grid on the pale. Literally crunch the distance across it. Es presst das Grau zusammen, um die Distanz zu verkürzen. Das ist aber so praktisch, wenn man das gleiche Verfahren benutzt, einfach mit mehr Power, könnte man Materie aus dem Grau rausholen. Signals are relayed across a series of repeater stations fixed to buoys. Not a fun job manning those stations. All alone out there in the pale, people lose their minds in just a few years. Ach, es gibt Relais-Stationen, die einfach mitten im Grau stehen. Oh, das ist ja noch schlimmer. Verliert man den Verstand nur in wenigen Jahren? Ich hätte gedacht, dass es ja viel schneller geht. Man kann die nicht automatisieren. What we are experiencing is a concentration of radio waves. Mit großer Anstrengung diskutiert er in irgendeine unklare Richtung. Precisely. This is an industrial strength paraboloid. It's meant for forcing dimensions on something that doesn't have them. Needless to say, the frequencies used are out of this world. Die Frequenzen, die benutzt sind nicht von dieser Welt. Also wir stehen quasi genau das sind wahrscheinlich die Platten, oder? Müssten wir eigentlich nur mit der weiterlaufen. The upper limit is the large prime number generator station. It's used specifically for pale latitude compression. That's why you may be hearing some numbers. But you might also hear, or think you're hearing, local radio chatter. Also sie denken zumindest, dass sie es hören. Also was war die Generierung von hohen Primzahlen? Achso, das am oberen Ende ist die Station zu gehen. Es gibt eine Funkstation, die Primzahl generiert, weil du auch im Funk rechnen könntest. Das ist interessant. She likes telling you about the machine. Keep her talking. Look for an opportunity to break loose. Wird mein Zustand jetzt ewig andauern? Haben sie den Kompressor selbst erlebt? Ich soll sie weiter zum Reden bringen. Das heißt schön gut, aber sprechen wir lieber über den Getöteten. Bitte schalten Sie es ab, ich ertrag's nicht mehr. Haben sie es selbst erlebt? Yeah, I stuck my head in there before using it on you. It seemed like the ethical thing to do. Can't say that I enjoyed it. The field was weaker, but I can imagine what you're going through. Also sie hat es immerhin schon mal ausprobiert, weil das fand sie moralischer und einfach um es zu hören. Und das, also sie kann sich vorstellen, was wir durchleben, aber sie hat es schwächer gemacht. Wo haben sie das Ding her? I built it myself. Sie liegt in Richtung des Folterinstruments. Ja, sie hat es selber gebaut, das ist ja schön. She's proud of it too, as she ought to be. This is way beyond your abilities. Weit entfernt von meinen Fähigkeiten. Na super. That's illegal. I'm guessing it's patented. But we are beyond that, aren't we? Da liegt wahrscheinlich ein Patent, aber das bringt uns auch nichts. Ja, in der Tat nicht, ne? Oh yeah. Way beyond. Sie betrachtet ihren Todesstrahl und die darin gefangenen Gesetzeshüter. Wird mein Zustand jetzt ewig dauern? No. Once I shut down the compressor, the pain will end. It may take a few minutes for you to steady yourself, though. It's a bit like waking out of a very confusing dream. Es ist so, als würde man aus einem verstörenden Strom aufwachen. Also es hört wieder auf, das ist ja schön. 4, 2, 4, 5, 5, 7, 8, 7.
Das geht voll lange. Ah ja. Das ist ja alles schön gut, aber sprechen wir lieber den Getöteten. Yeah, let's not talk about that shit. You were hunting me and fell into my trap instead. That's all there is to say about it. Mehr gibt's nicht zu sagen. Schade, dass wir das Ding nicht erschießen So können. she thinks of you as hunters, not the cops, and of herself merely as prey. Bitte könnt ihr sie ja besser runterreden, damit ich sie etwas fragen kann? If you've got something really important to say, you can do it through the white noise. Wenn es wirklich wichtig ist, kann ich durchs weiße Rauschen sagen? Ist das Superspot? Der Lieutenant umklammert verzerrten Gesicht seinen Kopf. God damn it. Plötzlich bekommt sie Mitleid mit dir und Kim. Fine. If you really want to talk, I can dial it down. I've also got a gun, by the way. Widerwillig tritt sie aus den Schatten hervor, der Schmerz lässt nach. The gun she's carrying is a two-barreled front loader, not like the murder weapon. Ein zweiläufiger Vorderlader. Well, it doesn't feel much better, but you can form sentences now. Thinking doesn't seem to hurt as much. Schmerzgrenze 2, leider habe ich da nicht so viel. Ich versuch's trotzdem. Du zerstörst das Gerät. Oh. %42% Chance hat mal funktioniert. You did it. The compressor lies broken on its side. It's quiet in your head again. It still hurts like hell, but... Es tut immer noch höllisch schwer, aber der Kompressor ist umgefallen. Yay! Ich hätte gedacht, wir nehmen die Waffe dazu. Das wäre wahrscheinlich zu viel verlangt gewesen. Also hätten wir auch eine Waffe ziehen müssen, ne? Naja gut, so viel dazu.